Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 11. Nein, Liebling. Ich möchte dieses Kleid kaufen. Ich werde nicht von hier gehen. Das ist das berühmte Geschäft in der Stadt. Oh mein Gott! Dieses Kleid ist für mich gemacht. Ich werde es anprobieren. Bitte versuche, die Situation zu verstehen. Du wirst unseren Plan ruinieren. Lass uns jetzt gehen. Gut. Lass uns gehen. Martin, Hallo Martin. Was machst du hier? Amanda, dein Cousin ist hier. Wir werden ihn zu unserer Hochzeit einladen. was macht er hier? Wer ist dieses Mädchen? Oh, jetzt verstehe ich. Er ist Alex. Er ist sehr reich. Wir heiraten morgen. Du musst kommen, Martin. Du kannst deine Freundin auch mitbringen. Ist sie deine Freundin? Ich wusste nichts davon, Martin. Wer ist sie? Nein, sie ist nicht meine Freundin. Sie ist meine Kollegin. Ich werde zu eurer Hochzeit kommen. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für euch. Oh, ich verstehe. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Amanda. Schön, dich auch kennenzulernen. Ich bin Sophia. Martin spricht viel über dich. Sophia, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Ich habe etwas Arbeit. Können wir gehen? Schön, dich auch kennenzulernen. Ich bin Sophia. Martin spricht viel über dich. Er ist Matteo. Er hat seine Frau vor 6 Monaten verloren. Er ist ein guter Mensch. Er lebt mit seiner Mutter. Matteo, mein Sohn, bitte tu dir das nicht an. Du musst weitermachen, deine Frau ist nicht mehr da. Du hast sie vor 6 Monaten verloren. Ich kann dich nicht traurig sehen. Ich brauche dich. Nein, Mama, ich kann sie nicht vergessen. Sie war meine Liebe. Ich habe Schmerzen. Ich bin hilflos. Das ist genug, Matteo. Ich brauche dich, du hast alles. Du bist ein reicher Mensch, ich kann deinen Schmerz verstehen. Deine Frau war ein guter Mensch. Sie hatte Krebs, sie konnte nicht überleben. Du musst weitermachen, ich kann das Unternehmen nicht allein führen. Ich bin deine Mutter. Ich kann dich nicht traurig sehen. Bitte, mein Sohn. Es tut mir leid. Mama, ich weiß, dass du dich um mich sorgst. Ich werde versuchen, weiterzumachen. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Das ist wie ein guter Sohn. Ich habe eine Aufgabe für dich. Herr Markus ist unser Geschäftspartner. Ja, Mama, ich kenne ihn. Du musst ihm diese Datei geben. Kannst du das machen? Sicher, Mama, es ist keine große Sache. Ich werde jetzt sofort gehen.
Mama, ich bin müde. Ich kann hier nicht mehr stehen. Wir müssen ein Taxi finden, Julia. Wir werden bald nach Hause gehen. Oh nein, wer sind Sie? Ich glaube, dass diese Frau Hilfe braucht. Sie ist auch schwanger. Ich muss das Auto anhalten. Ich sollte Ihnen helfen. Hallo, brauchst du Hilfe? Nein, danke. Uns geht es gut. Wir warten auf ein Taxi. Ich kann euch helfen. Ich werde euch hinfahren. Wohin möchtet ihr gehen? Uns geht es gut, wir können hier warten. Du kannst gehen. Danke für deine Sorge. Keine Sorge. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich möchte euch helfen. Ich fahre ins Moseltal. Wirklich? Wir wohnen dort auch. Bitte setz uns ab. Ich bin sehr müde. Julia, sei still. Wir werden bald ein Taxi finden. Ich fahre auch dorthin. Ich werde euch absetzen. Es ist heute ein heißer Tag. Ihr solltet hier in dieser Situation nicht stehen. Ich bin Matteo. Ich bestehe darauf. Lasst mich euch helfen. Ich fahre auch dorthin. Okay, lass uns gehen. Du hast ein schönes Auto. Es gefällt mir. Danke. Du bist süß. Wie heißt du? Mein Name ist Julia. Schöner Name. Mein Name ist Matteo. Du bist ein guter Mensch. Ich denke, du bist sehr reich. Du hast ein schönes Auto. Julia, du kannst ihm diese Fragen nicht stellen. Bitte sei still. Es ist in Ordnung. Sie ist sehr süß. Ja, ich bin eine reiche Person. Ich habe meine eigene Firma. Das ist großartig. Kannst du meiner Mutter helfen? Meine Mutter braucht etwas Arbeit. Julia, bist du ein böses Mädchen? Ich habe dich nicht so erzogen. Es tut mir leid. Sie ist sehr unschuldig. Ich brauche keine Arbeit. Es ist in Ordnung. Ich kann verstehen, wenn du Arbeit brauchst. Ich kann dir helfen. Es tut mir leid, wenn ich etwas Falsches sage. Nein, danke. Das ist mein Haus. Bitte halte hier an. Nochmals danke. Du bist ein guter Mensch. Hab einen schönen Tag. Du auch. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen, Julia. Was ist passiert? Du siehst besorgt aus. Ich habe Alex heute getroffen. Er war mit Amanda. Er wird morgen heiraten. Julia hat vor ihm viel geweint. Er hasst Julia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.